Zu, zum, zur, zu Infinitiv, zu Infinitiv. Geht's noch, deutsche Sprache? Hallo und herzlich willkommen in der Linkster Academy. Ich bin deine Deutschlehrerin Julia und heute gibt es wieder eine köstliche Portion Grammatik. Wir machen aber nicht irgendein Thema, sondern eines, mit dem fast jeder Deutschlerner Schwierigkeiten hat. Aber keine Sorge, nach diesem Video wird dir alles viel klarer sein, also bleib am besten bis zum Ende dabei und hol dir mein kostenloses Übungsmaterial zum Download, damit du dein Deutsch noch schneller verbessern kannst. Das heutige Thema ist übrigens Teil meines berühmten B-Grammatik-Kurses, in dem du mit mir gemeinsam in 10 Wochen deine gesamte Grammatik auf ein ganz neues Niveau bringst. Alle Infos findest du in der Beschreibung unter dem Video. Also, bist du bereit? Dann geht's los. Für das Wort zu gibt es die folgenden 4 Möglichkeiten der Verwendung. Und jetzt bitte nicht lachen, denn zu kann für 4 verschiedene Wortarten benutzt werden. Ich gebe dir zunächst für jede Wortart ein Beispiel und danach erkläre ich dir alle im Detail mit weiteren Beispielen, denn das Thema ist ein bisschen komplex. Zu als Präposition. Ich fahre zu meinen Eltern. Zu als Vorsilbe in trennbaren Verben. Er macht das Fenster zu. Zu als Adverb. 500 € für eine Nacht im Hotel? Das ist zu teuer. Und zu als Konjunktion. Wir planen eine Reise zu machen. Und sie lernt fleißig, um ihre Prüfung zu bestehen. Ein mini kleines Wort, 4 mögliche Wortarten und innerhalb dieser Wortarten nochmal mehrere Arten der Verwendung. Wer hat Deutsch eigentlich so kompliziert gemacht? Keine Sorge, Grammatik ist meine Spezialität, daher bekommst du jetzt die einfachsten und logischsten Erklärungen von mir. Beginnen wir mit Nummer 1, der Präposition. Wie du bestimmt weißt, gibt eine Präposition eine Beziehung oder Relation zwischen 2 Dingen an. Das Buch kann auf dem Tisch, neben dem Tisch oder unter dem Tisch liegen. Das Buch und der Tisch haben somit immer irgendeine Beziehung zueinander und die wird mit einer Präposition definiert. Die Präposition zu funktioniert genauso. Hier ein paar Beispiele und Achtung, es geht nicht immer um eine Bewegung oder Richtung, aber natürlich sehr oft. Tanja fährt zu ihrer Freundin. Tanja fährt zu ihrem Freund. Direkt vorab, die Präposition zu braucht immer den Dativ. Das siehst du hier an den Artikeln. Bei bestimmten Artikeln passiert Folgendes. Sie geht zum Supermarkt, zur Schule und zum Auto. Du siehst, hier verschmelzen zu und der Artikel miteinander. Bewegungen sind soweit klar, oder? Aber was ist mit diesen Beispielen? Zu dieser Hose passt ein blaues Hemd. Wir trinken zum Essen ein Glas Wasser. Bist du zu Hause? Hier handelt es sich nicht um Bewegungen, sondern um lokale Informationen. Also im Prinzip, wo ist etwas? Und du siehst wieder die Relation zwischen den Dingen oder Menschen. Hose, Hemd, Essen, Wasser und du zu Hause. Weiter geht's mit zu als temporaler Präposition. Zu Weihnachten wünsche ich mir ein paar Wollsocken. Zur Zeit der Römer gab es noch keine Computer. Oder wie mein Papa immer sagt, zu meiner Zeit gab's dieses moderne Zeug noch nicht. Und das neue Gesetz tritt zum 1. Januar in Kraft. Jetzt haben wir lokal und temporal. Was fehlt? Modal, also wie. Peter geht gerne zu Fuß ins Büro. Sie erledigt alle Aufgaben zu meiner Zufriedenheit.
Am Black Friday werden Produkte zu niedrigsten Preisen verkauft. TK Molo besteht ja aus 4 Teilen, daher noch kausal, also ein Grund oder Zweck bzw. Ziel einer Handlung. Es kam zwischen den Brüdern zu einem Streit. Ich lade dich zu meinem Geburtstag ein. Der Patient kommt zur Behandlung in eine Klinik. Und diesen Satz kann man in einen Finalsatz umformen, also einen Umzusatz, worauf ich in Punkt 4 noch zu sprechen komme. Wozu oder warum kommt der Patient in eine Klinik? Der Patient kommt in eine Klinik, um sich behandeln zu lassen. Diese Umformung mit einem Nebensatz mit Verb nennt sich Verbalisierung. Klar soweit? Dann schauen wir uns Nummer 2 an. Zu als Vorsilbe für trennbare Verben. Und das können wir relativ schnell abarbeiten. Allerdings gibt es eine wichtige Sache zu beachten. Schau mal. Tim schaut zu, wie seine kleine Schwester ihre ersten Schritte macht. Tim hat zugeschaut, wie sie ihre ersten Schritte gemacht hat. Hörst du mir zu? Hast du mir zugehört? Mach bitte die Tür zu. Hast du die Tür zugemacht? Was fällt dir auf? Wenn du für die Vergangenheit, hier haben wir das Perfekt, ein Partizip 2 benutzt, dann verschmilzt auch das mit dem Verb, also zugeschaut, zugehört und zugemacht. Achtung, es gibt kein gezumacht oder gezuhört. Zu diesen Formen sage ich aber im 4. Teil noch etwas. Wir machen weiter mit Teil 3, nämlich zu als Adverb. Was ist ein Adverb? Ein Adverb ist eine Wortart und beschreibt ein anderes Wort oder sogar einen ganzen Satz näher. Es gibt an wie, wo, wann und auch warum etwas passiert oder ist. Das ist im Prinzip TK Molo nur als einzelnes Wort. Du kennst ja TK Molo als Adverbial und ein Adverbial ist ein ganzer Satzteil, der auch aus mehreren Wörtern bestehen kann oder eben nur aus einem Wort. Aber zurück zu als Adverb und das ist ähnlich wie sehr, aber eben noch mehr. Hey, ich hab zu viel bezahlt. Der Kaffee kostet nur 2 Euro und nicht 3. Ist man mit 60 schon zu alt für ein Studium? Dieser Schuh ist viel zu groß. Das ist eine 39. Ich habe aber Größe 37. Achtung, Deutschlerner verwechseln zu gerne mit so. Ich höre sehr oft, wir hatten zu viel Spaß. Das sagt man so nicht im Deutschen. Besser ist, wir hatten so viel Spaß. Man kann sagen, ich habe zu viel gearbeitet, wenn ich 60 statt 40 Stunden in der Woche gemacht habe. Oder ich habe zu viel gegessen, getrunken oder geschlafen. Das kommt immer ein bisschen auf den Kontext an, denn mit zu kann man auch übertreiben. Das ist zu schön, um wahr zu sein. Und hier zum Abschluss hat zu noch die Bedeutung von geschlossen. Das ist ja ähnlich wie bei den trennbaren Verben. Kannst du das Fenster zumachen? Das Fenster ist schon zu. So viel zu den Adverbien. Aber nun kommen wir zum eigentlich schwierigeren Teil, nämlich zu plus Infinitiv sowie zu plus Infinitiv. In diesem Kontext wird zu nämlich als Konjunktion verwendet. Und was war nochmal eine Konjunktion? Ah ja, sie verbindet Hauptsätze und Nebensätze miteinander. Und darum geht es jetzt auch. Wir schauen uns erst die sogenannten Infinitivsätze an, also zu plus Infinitiv. Hier gibt es sehr viel Verwirrung, aber gleich nicht mehr. Ähnlich wie beim Das-Satz braucht man zu plus Infinitiv nur nach bestimmten Verben. Schau mal. Lena plant, ein Jurastudium zu beginnen. Ich beabsichtige, im neuen Jahr mehr Sport zu machen. Wir versuchen, das Projekt bis Jahresende fertigzustellen.
Anna hofft, bald ihr Visum zu erhalten. Es ist wichtig, ab und zu Sport zu machen. Fällt dir etwas auf? Planen, beabsichtigen, versuchen, hoffen, wichtig sein. Was haben diese Verben von der Bedeutung her gemeinsam? Es geht um eine Art Denkprozess. Weitere Verben sind vergessen, bitten, anfangen oder beginnen. Die letzten beiden sind eher Handlungen. Keine Sorge, ich habe dir eine Liste mit allen wichtigen Verben für Infinitivsätze gemacht, die du dir über den Link unter dem Video kostenlos herunterladen kannst. Bevor wir nun zu den Finalsätzen mit umzu kommen, noch eine kleine Info. Ein Infinitivsatz hat in der Regel ein Komma, vor allem wenn die Information länger ist. Aber wenn es sich um kurze Information handelt, kannst du das Komma auch weglassen. Ich habe Lust zu essen. Kurze Information, kein Komma. Anders hier. Ich habe Lust, nach diesem Video ein Stück Schokolade als Belohnung zu essen. Siehst du den Unterschied? Du weißt ja, Kommas sind Pausen für das Gehirn. Es gibt noch eine Ausnahme mit zu plus Infinitiv ohne Komma und das ist brauchen zu. Du brauchst mir nicht bei den Hausaufgaben zu helfen. Dieses Verb ist etwas speziell, denn es handelt sich hier nicht um einen klassischen Infinitivsatz. Wichtig ist für dich hier aber nur, dass du brauchen mit einem Verb immer mit zu und ohne Komma benutzt. Und nun kommen wir zum Abschluss mit umzu plus Infinitiv. Das ist grammatisch etwas anderes als der einfache Infinitivsatz, obwohl in beiden Fällen zu eine Konjunktion ist, um einen Hauptsatz mit einem Nebensatz zu verbinden. Aber was ist der Unterschied? Der wird dir gleich klar mit den folgenden Fragen. Was plant Lena? Lena plant, ein Jurastudium zu beginnen. Infinitivsatz. Wozu will Lena Jura studieren? Sie will Jura studieren, um Anwältin zu werden. Finalsatz. Ein Infinitivsatz fragt nach was, aber ein Finalsatz fragt wozu, zu welchem Zweck, mit welchem Ziel. Hier noch 2 Beispiele. Was beabsichtige ich? Ich beabsichtige, mehr Sport zu machen. Infinitivsatz. Wozu will ich mehr Sport machen? Ich will mehr Sport machen, um fit zu werden. Finalsatz. Und das letzte Beispiel. Was hofft Anna? Sie hofft, bald ein Visum zu erhalten. Infinitivsatz. Wozu will sie ein Visum erhalten? Sie will ein Visum erhalten, um in einem anderen Land zu leben. Finalsatz. Wird dir der Unterschied klar? Es geht in der Grammatik immer um Fragen und durch sie kannst du besser erkennen, um welche grammatische Struktur es geht. Übrigens kann ich statt umzu auch damit benutzen. Sie will Jura studieren, damit sie Anwältin wird. Ich will mehr Sport machen, damit ich fit werde. Sie will ein Visum erhalten, damit sie in einem anderen Land leben kann. Wichtig ist hier, dass ein Umzu-Finalsatz kein Subjekt hat, aber ein Damit-Finalsatz braucht ein Subjekt. Auch dieses Thema gehört natürlich zu meinem Grammatikkurs. Da habe ich ein ganzes Modul nur für Nebensätze gemacht mit hunderten Übungen, damit keine Fragen mehr offen bleiben. Aber jetzt noch die letzte Frage. Welche Verben sind typisch für Finalsätze? Ganz anders als bei Infinitivsätzen, wo es vielleicht 20, 30 typische Verben gibt, sind es bei Finalsätzen viel mehr, nämlich alle, die zu den Fragen wozu mache ich etwas oder wozu passiert etwas passen. Überlege mal, wie das in deiner Muttersprache ist. Und an dieser Stelle möchte ich dir gerne eine Hausaufgabe geben, damit du das Thema üben kannst.
Schreibe für jede Wortart von zu, die du in diesem Video gelernt hast, einen Satz in die Kommentare und ich versuche so viel wie möglich zu korrigieren. Ich freue mich schon sehr auf deine Beispiele. Und das war's auch schon wieder für heute. Wenn dir das Video gefallen hat und du etwas gelernt hast, dann abonniere jetzt meinen Kanal und verpasse keine Inhalte mehr. Ich sag Tschüss, bis zum nächsten Video, deine Julia.